Wir haben das Problem, dass sich Verbrechen immer mehr in die digitale Welt verschiebt. Insbesondere konnten wir das feststellen im Bereich des netzkonnexen Kindesmissbrauchs und auch des Verbreitens und des Erwerbs kinderpornografischer Schriften. Da haben wir eigentlich mittlerweile in jedem Ermittlungsverfahren Bezüge zur digitalen Welt. Und digitale Verbrechen produzieren natürlich auch digitale Beweismittel. Und mit unseren bisherigen manuellen Auswertekapazitäten werden wir irgendwann dieser Datenmenge, die auch immer größer wird tatsächlich, nicht mehr Herr. Deshalb haben wir gesagt, wir möchten jetzt eine innovative Lösung finden, um dieses Problem zu umgehen und haben uns mit Wissenschaftlern und mit Microsoft als Partner der Wirtschaft zusammengetan, um ein datenschutzrechtskonformes Konzept zu entwickeln, so eine cloudbasierte Lösung zu nutzen. Das Forschungsprojekt mit der Staatsanwaltschaft in Köln haben wir ins Leben gerufen in der Intention, den Ermittlern schnellere und effizientere Lösungen zur Datenauswertung von Asservaten zur Verfügung zu stellen. Hintergrund ist, dass bei einer Beschlagnahmung gesetzlich gesehen ein Eingriff in Grundrechte vorliegt und eine zeitliche Verhältnismäßigkeit zur Auswertung gegeben ist. Aus diesem Grund müssen diese Asservate in einem relativ schnellen Zeitraum ausgewertet werden, um auf der einen Seite natürlich zu verifizieren, dass keine laufenden Missbräuche dahinter stecken und auf der anderen Seite aber auch zu verifizieren, dass überhaupt strafrechtlich relevantes Material vorhanden ist. Der zweite Aspekt, den wir innerhalb dieses Projektes zu betrachten hatten, war die datenschutzrechtliche und strafrechtliche Relevanz der Daten, mit denen wir agieren. Wir können diese nicht einfach so im Klartext prozessieren und aus diesem Grund bedurfte es eines neuen und innovativen Verfahrens. Der Ablauf war so: Wir starten im Rechenzentrum des Kunden, denn hier liegen die Daten der Beschuldigten, die Datenträger, Festplatten, Smartphones, USB-Sticks. Was wir entwickelt haben, ist ein Abstraktionslayer, eine Abstraktionssoftware, die aus diesen Klartextbildern eben eine abstrahierte Version schafft, die nun unbedenklich in die Cloud gelegt werden kann. Das heißt, wir bekommen Hunderttausende von Bilddateien aus dem Kundenrechenzentrum. Sie werden abstrahiert und die künstliche Intelligenz ist nach dem erfolgten Training in der Lage, die Bilder in 4 Klassen, Kategorien zu unterteilen. Davon sind 2 strafrechtlich relevant und 2 sind strafrechtlich nicht relevant. Und exakt diese Ergebnisse liefern wir zurück an den Kunden, an seine Ermittler, an die Analysten, anhand von Wahrscheinlichkeiten dann die Analyse fortsetzen können. Die Expertise der Ermittler von Staatsanwaltschaft und Polizei ist nicht ersetzbar. Was wir bieten, ist ein Assistenzsystem. Am Ende obliegt die letzte Auswertung natürlich immer einer menschlichen und keiner künstlichen Intelligenz. Eine der Herausforderungen war, dass wir konvertieren diese illegale Content, was wir haben für dieses Projekt benutzt, in ein Format, das war nicht menschlich lesbar und nun auch nicht umkehrbar. Damit könnten wir diese Daten, welche waren in Terabyte Größe, in Cloud schicken können und da prozessieren können. Da waren 4 Klassen von den Kategorien von diesem Content. Einer war kinderpornografischer Content, zweiter war jugendpornografischer Content und dritter war die adult-pornografisch und vierter war irrelevanter Content. Nachdem wir das mehrmals geprüft haben, haben wir das Modell auf die echten Fälle geprüft. Dann könnten wir mit 92% Genauigkeit herausfinden, die kinder- und jugendpornografische Content. Und das war einer der Erfolge dieses Projekts, dass der Modell könnte innerhalb weniger Minuten tausende Bilder herausfinden. Also die Möglichkeit für uns, strafrechtlich relevantes Bildmaterial von unwichtigen Daten unterscheiden zu können, ist ein Meilenstein für die Staatsanwaltschaft. Wir haben nämlich jetzt die Möglichkeit, tatsächlich schnell in Ermittlungen einsteigen zu können.